Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Völlig egal, ob Sie die 5 heiligen Schriften der Welt als antike Prototypen moderner Fantasy-Märchen sehen, oder ob Sie die Texte dieser Werke als die Worte Gottes interpretieren und sich von ihnen leiten lassen. Die meisten von Ihnen kennen den biblischen Sündenfall. Genesis 3. Die Schlange überredet Eva im Garten Eden von der verbotenen Frucht zu kosten. Eva gibt Adam etwas davon ab und das Ganze führt zum Verlust der Unschuld und der Vertreibung aus dem Paradies. Eva, ein wunderschöner Frauenname, der aber so manchem im Geiste erscheint, wenn er gerade dabei ist, Spareribs zu verzehren. Der kommt spät, ja. Sie wissen schon, Adam, Rippe, Eva, ja. Was das jetzt alles mit dem Bullterrier zu tun hat, das sehen wir uns jetzt mal an. Also bis gleich. Okay, also was zum Teufel hat der Bullterrier mit dem biblischen Sündenfall zu tun? Nichts, soweit ich weiß. Aber er könnte diesbezüglich als toller Vergleich erhalten. Schauen Sie, bei der Arbeit zu diesem Video habe ich versucht, von meinem körpereigenen Rechner abzurufen, wie viele Standard-Bullterrier und deren Besitzer ich in meinem Leben persönlich kennenlernte. 7 fielen mir sofort ein. Ein Rüde meines Freundes namens Artus, der Bullterrier Rüde mit selben Namen, Sie kennen den aus Der Hund und nichts als der Hund Teil 1, welcher mich als Kind prägte. Ambra, die Hündin meines Freundes, Paco, der Bullterrier meiner Eltern, Billy, sein Bruder im Besitz eines Freundes, eine weiße Hündin, die ich häufiger in Katzelsdorf treffe, deren Namen mir aber entfallen ist, tut mir leid, ja, und Apollo, ein mächtig gestromter Rüde, der mir und Vito manchmal, also Vito und mir manchmal in der Rosale über den Weg läuft. Ja. Ich muss gestehen, dass ich mir bei Billy, das war der Bruder von Paco, meiner Eltern, und der Hündin aus Katzelsdorf nicht sicher bin, ob die jemals in den von mir sogenannten aufgepasst Bullterrier Blues kamen. Bei den anderen 5 weiß ich es aber zu 100%. Der Bullterrier Blues, was ist es? Der gleicht dem Sündenfall der Bibel in vielen Facetten. Man kostet mit dem Erwerb eines Standard-Bullterriers von der verbotenen Frucht, verliert damit seine Unschuld und wird danach aus dem Paradies vertrieben. Ja? Das sind immer Vergleiche. Ja? Den Anstoß zu diesem Video gab mir der Besitzer von Apollo, den ich vor 2 Tagen beim Spaziergang mit Vito in der Rosalia traf. Wie immer unterhielten wir uns einige Zeit und ich überschüttete ihn mit Komplimenten zu seinem wunderschönen Rüden. Das ist ein fantastisch aussehender Kerl. Rotbraun gestromt mit großen weißen Brustflecken. Ein herrlicher Hund. Ich erzählte ihm auch von meiner 4-teiligen Serie Der Hund und nichts als der Hund und das. Der Bullterrier dabei recht häufig ins Gespräch kommt. Wir hatten uns schon mal über diesen einen weißen Bullterrier unterhalten, den Artus, der mich als Kind so geprägt hat. Und so weiter. Im Zuge dieses Gesprächs kamen wir auch auf diesen von mir sogenannten Bullterrier Blues, den er am eigenen Leib verspürt. Er erzählte mir, aber das war schon länger her. Damals erzählte er mir, dass er mal mit seinem Hund
vor einer Gaststätte in der Nachbarortschaft bei uns stand, mit seiner Frau zusammen und dem Hund dort eintreten wollte, beim Eingang aber vom Kellner dann gestoppt wurde, der ihm mitteilte, dass Hunde hier eher nicht so gern gesehen sind. Er konnte von außerhalb aber in den Gastgarten einsehen und erkannte da drinnen Besucher mit 2 Hunden. Also man kann davon ausgehen, dass der Grund dieser Aussage eher bei seinem Hund lag. Verstehen Sie, was ich meine? Ganz sicher. Letztes Jahr bin ich das erste Mal auf eine Frau getroffen, im Besitz einer weißen Bullterrierhündin und einer französischen Bulldog-Hündin. Mit dieser Dame habe ich mich köstlich unterhalten. Wir tauschten uns über ihre beiden Rassen aus. Wir sprachen über meinen rumänischen Banditenhund etc. Beide Hündinnen, absolut herzliches Wesen, ganz speziell die weiße Bullterrierhündin. Typische Freundlichkeit, Herzlichkeit gezeigt, doch auch die französische Bulldog-Hündin war eine sehr liebe Hündin. Ja, die Hunde spielten sich miteinander, wir unterhielten sich miteinander und dann trennten sich unsere Wege wieder. Etwas später, etwa 200-300 Meter später, traf ich auf eine mir recht gut bekannte Dame mit einem Hund der Kategorie sehr beliebte Familienhunderasse angehört, die mich fragte, ob ich ebenfalls auf diese beiden Kampfhunde getroffen bin. Ich habe diese Geschichte schon mal erzählt. Ich fragte sie, Kampfhunde, ob sie diese Bullterrierhündin und die französische Bulldog-Hündin meinte. Ich sagte, was der weiße Hund war, weiß sie nicht genau, so ein weißer Pitbull mit solch einem Kampfkopf. Was soll ich Ihnen sagen? Das sind alles so Dinge, die häufiger geschehen, wenn man mit einem Bullterrier unterwegs ist. Ich würde sagen, dass der Standard Bullterrier diesem Hunderassismus mehr ausgesetzt ist als jede andere Hunderasse auf diesem Planeten, weil diese Rasse, also der Standard Bullterrier, anatomisch eben diesen Prototyp des Hundes darstellt, wo man gern mal sagt, dieser Hund. Verstehen Sie, was ich meine? Liebe Zuseher, ich garantiere Ihnen, dass sich die meisten Halter dieser Rasse am wohlsten unter ihresgleichen fühlen. Die meisten davon eher meiden mit ihren Hunden und seien sie noch so nett, eine neue Hundefreilaufzone zu betreten, wenn da schon mehrere andere Leute mit den Hunden drinnen sind. Ganz sicher. Ja? Der Großteil davon schon mit ablehnendem oder gar feindseligem Verhalten der Gesellschaft zu tun hatte und viele mit ihren Bullterriern auf Unternehmungen, seines Familientreffen, Gaststättenbesuche, Badeseen oder das Aufsuchen von Orten, wo bekannterweise mehrere Menschen anwesend sind, verzichten. Auf welche sie im Besitz von anderen Hunderassen nicht verzichten würden. Und genau das, liebe Zuseher, ist der Zustand, den ich als Bullterrier Blues bezeichnen würde. Ja. Natürlich kann man ähnlichen Sound auch mit anderen Hunderassen erreichen, doch meiner Erfahrung nach spielt der Standard Bullterrier diesen Bullterrier Blues am sattesten und am reinsten. Leider. Und genau das empfinde ich als höchst ungerecht und auch als absolut ungerechtfertigt und natürlich auch schade. Ja. Schauen Sie, ohne diese Hunderasse auch nur im geringsten zu beschönigen, möchte ich Ihnen jetzt einige Fakten zu diesem Hund präsentieren. Fakten, über welche ich mit jedem, der mit dem Finger auf diesen Hund zeigt, streiten würde, bis die Hölle zufriert. Ganz sicher. Ja. Doch, um hier zu Beginn gleich Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, möchte ich betonen, dass mir selbstverständlich glasklar ist,
dass da draußen Hunde der Rasse Standard Bull Terrier existieren, welche charakterlich zerstört sind und als Problemhunde zu bezeichnen wären. Das ist mir glasklar. Diese Rasse hat den Heiligenschein nicht gepachtet. Das möchte ich ja nicht versuchen, Ihnen zu erzählen, Ihnen weiszumachen. Ganz sicher nicht. Ja. Aber ich will Ihnen Folgendes erzählen. Ich kannte einige Labrador-Hunde, die nicht nur absolut kampflustig anderen Hunden gegenüber waren, sondern auch fremden Menschen gegenüber Feindseligkeit zeigten. Unzählige deutsche Schäferhunde oder Rottweiler, die so gepolt waren. Einen Cocker Spaniel, der seine Besitzer direkt nach der Futtergabe in den Napf dazu zwang, 3 Meter Abstand zu halten. Sonst hätte er ihnen den Kopf abgebissen. Ja? Einen Dalmatiner, der ganze Ortschaften in Atem hielt. Glauben Sie mir das? Aber ich kannte keinen einzigen Bull Terrier persönlich, der das tat. Kannte ich nicht. Ja? Wieso ist das so? Weil der Standard Bull Terrier für mich zu den Hunderassen zählt, die am einfachsten nett zu erziehen sind. Ja? Und ich garantiere Ihnen, dass der Ersthundebesitzer bei der Erziehung und Haltung des oder eines der Top 10 Familienhunde der Welt, zum Beispiel des Labradors, eher schwerwiegende Fehler begeht, als es mit einem Standard Bull Terrier der Fall wäre. Ja? Einem Standard Bull Terrier, der nicht aus Arbeitslinie stammt, wohlgemerkt. Ja? Ist ja ein bisschen ein Unterschied. Ja. Hierzu lasse ich mich mit jedem auf eine fachliche Diskussion ein. Keine Frage. Der Bull Terrier ist alles andere als ein wirklich schwieriger Hund. Er kann etwas stur sein, ja, ist kein typischer Hund für den Abrichtersport. Nein, das ist er nicht. Er zeigt aber genügend Will to Please, um mit ihnen toll zu harmonieren, möchte ich meinen. Ja. Und diese Hunde sind im Normalfall mit natürlicher Verspieltheit und Herzlichkeit ausgestattet und so häufig übertrieben freundlich zu fremden Menschen, dass sie unter Kennern als einer der schlechtesten Schutzhunderassen der Welt gilt. Ist so. Natürlich kommen auch Bull Terrier vor, welche Feindseligkeit anderen Hunden gegenüber zeigen. Schlechte Erfahrungen oder vom Besitzer gepusht. Da kann das natürlich dazu führen. Doch einen Bull Terrier zu Artgenossen gegenüber höchstsozialen Hund zu erziehen, das ist im Vergleich zu anderen Hunderassen ein Kinderspiel. Ganz sicher. Unser Paco war ein 36 Kilo schwerer weißer Muskelprotz mit schwarzen Monokel am Auge und der hatte das Wesen eines Schmetterlings. Und wenn ich mit Vito auf Apollo den gestromten Rüden treffe, dann gibt mein Bandit immer Vollgas, bevor ich ihn stoppe. Aber Apollo, dieser mächtige Bull Terrier Rüde, der steht völlig entspannt und auf Freundschaft aus da und genießt einfach nur seine Existenz. Anders kann ich das nicht sagen. Ja. Ich persönlich sah in meinem Leben keine Hunderassen, die herzlicher mit Kindern umgehen, als es Bull Terrier oder deutsche Boxer tun. Das ist meine persönliche Erfahrung. Ja. Schauen Sie, der Standard Bull Terrier ist pflegeleicht, gesundheitlich sehr robust. Wenn man bei den weißen Hunden eventuell auftretende Hautprobleme oder das Vorkommen von Taubheit ausblendet. Also das muss man da schon berücksichtigen und bedenken. Die Bull Terrier brauchen relativ wenig Platz, sind zwar sehr stark und sportlich, ja, wissen wir, aber mit Sicherheit keine Hunde für leidenschaftliche Joker. Ganz sicher nicht, habe ich am eigenen Leib erfahren. Schauen Sie, Attila, mein American Pit Bull Terrier, der wäre mit mir einmal um die Welt gelaufen. Paco, der Bull Terrier meiner Eltern, wollte nach etwa 2 Kilometern schon wieder nach Hause. Und auch die anderen Bull Terrier, die ich kannte, waren keine Wanderer. Sie sind also diesbezüglich recht angenehm, möchte ich meinen. Und auch ihr Beschäftigungsbedarf hält sich im Vergleich zu anderen Hunderassen in Grenzen. Die lieben es, mit ihren Besitzern gemütlich zusammenzuliegen
manchmal zu blödeln und zu spielen und hier und da mal einen geknüpften Strick mit ihnen zu zehren, das gefällt jedem Bulltier. Ja. Und ja, manchmal zeigen sie freudige Energieausbrüche. Ja, da kommt die Lebenslust bei ihnen durch zu 100%. Und da kann es dann geschehen, dass sie zu Hause für kurze Zeit die Wände entlang laufen, als wäre sie von einem Teufel besessen oder sich am Stand drehen wie ein Kreisel. Bulltiere halt. Ne? Für mich ist der Bullterrier eine Top-Rasse. Eine Top-Rasse für Familienmenschen. Ne? Das sind einzigartig tolle Hunde, und in die man sich nicht nur schwer verliebt, sondern mit denen man auch Tränen lachen kann. Ja. Jetzt habe ich dieses Loblied über den Bullterrier gesungen. Ja, könnte man sich denken, weshalb herrscht dann diese Abneigung der Gesellschaft vor? Nun, Bullterrier sind Stritzehunde, Kampfhunde, Sauhunde, Killerhunde, einige Verrückte, die diesen Hund charakterlich zerstören, die Medien, deren Konsumenten und sein Äußeres. Na, sehen Sie sich diesen Hund mal an. Der Standard Bullterrier zählt kräftetechnisch Pound for Pound zu den stärksten Hunden der Welt. Und das sieht man ihm auch an. Ja. Nicht dicke, 40 Kilo schwere Rüden mit 50 cm Schulterhöhe sind keine Seltenheit bei dieser Rasse. So etwas polarisiert. Klare Sache. Der Kopf, kein Stopp, sondern ein Downface. Für ungeübte Augen seltsam anzusehen, möchte ich meinen. Extrem schmale Schlitzaugen und ein Bellen, welches bei besonderer Freude manchmal zu einem eigenartigen Kreischen mutieren kann. Viele Bullterrier wissen genau, von welchem Geräusch ich hier spreche. Ja, und diese Kombination, die sorgt dann leider häufig für den von mir sogenannten Bullterrier Blues. Ich sage Ihnen was. Ich würde mir, ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, einen Bullterrier nehmen. Ich finde diesen Hund nicht nur optisch schön, sondern auch charakterlich wunderschön. Die Leute, welche mit dem Finger auf diesen Hund zeigen, die könnten mir alle, ausnahmslos alle, den Buckel runterrutschen. Sachte ausgedrückt. Leider ist dieser Hund aber mit derartigen Vorurteilen behaftet, dass diese an ihm kleben wie mit Superkleber befestigt. Das ist nun mal so, und das finde ich extrem schade. Ja. Ich hätte kein Problem damit, mit ihm von der verbotenen Frucht zu kosten und somit den Hundegarten Eden verlassen zu müssen. So viel zum Bullterrier. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt lasse ich mich vom Wind nach Hause tragen, und das war's schon wieder.